Marina macht die Heckleine los. Und jetzt werden wir so lange getrieben, bis wir in der Mittelleine hängen. Dann ist jetzt nur noch vorne. Jetzt, wenn wir losfahren, wenn ich am Steuerstand bin, kann Marina die Mittelleine lösen und beim Vorbeifahren dann die vordere über den Poller heben und dann sind wir raus. Okay, es geht los. Marina löst die Mittelleine und ich möchte dann natürlich so zwischen die Poller fahren, dass ich nirgendwo anecke. Okay, dann nach vorne. Ganz leichten Gas. So. Und ohne Anstoßen rausgekommen. Und jetzt sind wir startklar. Wir hoffen, dass die erste Brücke gleich aufmacht. Und Anna hat auch Spaß. Ja, das wäre genial, wenn der dann vor uns reinfahren würde, dann könnten wir uns direkt wieder dranhängen. Mal schauen, was passiert. Stehen wir hier vor der Brücke, haben schon Rot-Grün. Und die Berufsschifffahrt nimmt uns natürlich komplett mit durch und dann haben wir alle Brücken offen. Die Brücke geht auf. Das ist die Lavida, die uns auch schon bei den anderen Brücken mitgenommen hat. Die hat auch hier Rast gemacht. Das ist natürlich genial. Man kann in den Kanälen sowieso nicht schnell fahren und dann bleibt man einfach hinter dem Berufsschiff und kommt überall super durch. Gestern haben wir da drüben gegessen beim Italiener. Also mir hat mein Essen super geschmeckt. Die Bedienung war eine Spanierin. War sehr, sehr nettes Mädchen. Am Anfang hat es ein bisschen gehapert, aber sonst wichtig ist, dass es schmeckt. Diese Brücke ist 2009 gebaut worden. Wir waren 2008 hier, dann hat es die Brücke noch nicht gegeben. Da war hier eine Fähre. Da kann man noch mal das Restaurant sehen mit der schönen Terrasse draußen, wo man sitzen kann. Auf der Seite ist jetzt das Museum, die Windmühlen. Und natürlich sind auch wieder viele Touristen mit den Bussen angekarrt worden. Bei jeder Windmühle muss man Eintritt zahlen. Dank dem Frachter sind wir jetzt super durch die Brücke gekommen und wir fahren jetzt bis Alkmaar hinter dem her. Überholen macht keinen Sinn, weil die Brücken werden sowieso erst, wenn der kommt, geöffnet. Zwischen den Mühlen gibt es einen kleinen Wasserrastplatz, aber auf den sollte man nicht hoffen, der ist eigentlich immer belegt. Und da passt auch, wie man sieht, nur ein Boot hin. Ja, Anna schaut vorne mit raus. Die Zahnbrücke hat auch für uns geöffnet und wir können direkt durchfahren. Die ist natürlich sehr, sehr niedrig und dadurch müssen auch die kleinen Slupen warten, bis sie durch dürfen. Ich bin gespannt, da gleich kommt noch eine Brücke, ob die auch so gut ist. Also erstmal kommt da so ein Ding, wo du durchfahren musst, so eine Baustelle. Da vorne ist auch wieder eine Engstelle. Eine kleine Engstelle, genau. Hier ist eine Baustelle, wo wir durch müssen. Interessanter Kanal, ne? Mit viel Industrie, viel schönen Bauwerken. Sehr toll. Und vielen Lofts auch. Wir haben auch viel Industriegebäude zu Lofts umgebaut. Bauen die hier eine Brücke? Sieht so aus. Hier wird fleißig gewerkelt und gebaut. Wir vermuten mal, dass es hier noch wieder eine Brücke hingebaut wird. Mal gucken auf der Karte oder ob das nicht eine alte ist. Ne? Das war die alte Zahnbruck, die haben sie anscheinend abgebaut und die wird anscheinend neu gemacht. Oder komplett abgebaut. Okay. Auch wieder ein schönes Restaurant direkt an der Kade. Interessante Gegend, ja. Schon zur Frühstückszeit wird da gechillt. Überall kann man hier schön am Wasser sitzen. Ich weiß nicht, ob man mit Booten hier anlegen kann. Da steht irgendwas. Nicht anmachen. Okay. Gefällt mir sehr gut.
schöne Gegend. Ja. Auch hier sind wieder Lofts. Hier ist Jerkens Kakao und das riecht man auch. In der Luft liegt wieder ein totaler Kakaoduft. Die nächste Brücke nehmen wir so, die ist hoch genug. Nach der Brücke verlassen wir jetzt so langsam die Stadt. Auf der Seite scheint auch alles neu gebaut zu werden. Hier ist eine Werft und dann sind wir jetzt wieder raus. Eine kleine Schleuse führt hier in den See. Eine herrliche Natur, wo wir hier durchfahren. Da vorne sind ganz tolle Häuser. Wir vermuten Eigentumswohnungen. Die haben alle ihre Slupe davor stehen. Sehr schön lebt man hier. Das sind hier wieder Vereinshäfen. In diesen Vereinshafen haben wir vor vielen Jahren schon mal angelegt. Und der Peter wurde gekrant, weil er ein Problem hatte an seiner Welle. Aber da waren wir noch mit dem B-Liner unterwegs. Wir waren damals sehr freundlich empfangen worden. Also hier kann man auf jeden Fall anlegen, sehr nette Menschen. Ja, da hinten ist der Kran, wo Peter gelegen hat. Hier in dem Hafen würden wir auch noch Plätze kriegen. Und die Jahreszeit im Juni, wenn wir immer Urlaub machen, hat man, was das angeht, wenig Schwierigkeiten, irgendwo anzulegen. Hier sind noch Gaststeiger. Und das kleine Restaurant gab es damals, 2009 auch schon. Das ist alles neu gemacht, auch mit Strom. Das Restaurant ist ja zu, ja. Leider ist das Restaurant geschlossen, da steht die Hure, also man kann es mieten. Man kann es anmieten. Hat die Corona-Zeit vielleicht nicht überlebt. Die vorletzte Brücke vor Alkmaar zeigt uns grün-rot. Dauert aber noch einen kleinen Moment. Die letzte Schranke geht runter. Jetzt geht die Brücke auf. Und schwuppdiwupp sind wir wieder durch. Und in die Richtung geht es weiter. Der Nordhollandsch-Kanal geht weiter geradeaus. Wir kürzen jetzt ab links hier über das Alkmaarer Meer und am Ende treffen wir dann wieder auf den Kanal. Der Kanal würde hier geradeaus führen und hier lang und hier oben treffen wir wieder. Wir gehen ja jetzt hier durch und kommen dann dort wieder auf den Kanal. Das Alkmaarer Meer ist schon ein bisschen größer, für Wassersport jeglicher Art. Am Ende rechts gibt es auch eine kleine Schnellfahrstrecke für Wasserski. Die Wassertiefe ist hier 20 Meter. Das ist schon eine Menge. Hier ist ein schöner Rastplatz. Ich kann mir gut vorstellen, dass im Sommer dieser Rastplatz ziemlich voll sein wird. Jetzt im Juni ist hier noch nicht ganz so viel los. Die Crew hat gerade frei. Ich muss noch ein bisschen fahren und die Crew kann entspannen. Hier am Ende sind einige Häfen und wir treffen jetzt wieder auf den Nordhollandsch-Kanal. Hier wären wir rausgekommen, wenn wir dem Kanal weiter gefolgt wären. Und jetzt geht es zur letzten Etappe Richtung Alkmaar. Die Fähre kreuzt gerade den Kanal, das ist super für uns, weil dann kommen wir genau richtig und müssen nicht auf die Fähre achten. Da fährt der Gülletraktor. Zum Glück gibt es kein Geruchsvideo, das ist hier schon furchtbar. Da drüben steht drauf CO2 Cleanup. Was genau das zu bedeuten hat, müssen wir mal gucken, ob wir im Internet eine kleine Information darüber bekommen. Bei der nächsten Brücke wird es jetzt spannend. Die hat 4,40 Meter, aber zwei feste Teile, 4,71 Meter, wo wir eigentlich durchpassen müssten. Wir kommen doch nicht durch an den Seiten. Jetzt müssen wir erstmal festmachen, weil er die Brücke erst in 20 Minuten öffnet. Ja, nimm die. Jetzt müssen wir warten vor der Autobahn. Leider sind die Ecken, wo wir vielleicht hätten durchgekonnt, zugebaut. Die Brücke ist auf, da kommt erstmal ein Dicker von gegenüber und wenn der durch ist, dann kriegen wir hoffentlich auch grün. Schon beeindruckend. Bei uns ist jetzt die Autobahn gesperrt.
Jetzt können wir die letzte Brücke vor Alkmaar passieren. Wann möchtest du duschen? Nein, ich möchte nicht duschen. Nein, ich möchte nicht duschen. Das ist Schmodderwasser, da möchte ich nicht duschen. Da haben wir das auch geschafft. An dieser Stelle haben wir mal eine Panne gehabt und haben hier festgemacht. Und dann kam ein netter Monteur namens Udo und hat uns dann geholfen. Aber das ist auch schon viele Jahre her. Hier haben wir auch schon mal gelegen, eine ganze Nacht. Das hat sich aber alles komplett verändert hier. Viele Hausboote sind dazugekommen. Da hinten kann man schon die Stadt sehen. Auch in den Niederlanden muss viel Wohnraum geschaffen werden. Und es wird alles zugebaut, wo noch Platz ist. Das gab es damals noch nicht hier. Ne, ist alles neu dazu gebaut worden. Den Jungs ist es auch warm. Ich glaube, die springen hier ab und zu mal ins Wasser oder was. Ja, die haben da auch eine Leiter. Ja. Mittagspause wird gebadet. Mittagspause springen die. Und der Frank geht dort rein, dann gehen wir da rein. Nimmst du unsere Lieblingsseite? Ja. Wir werden da vorne an der Kade anlegen. Leider ist wieder eine Maschine ausgefallen und wir müssen jetzt gucken, dass wir ja mit einer Maschine Bug- und Heckstrahl durch diese kleine Brücke kommen. Aber für einen erfahrenen Skipper ist das natürlich kein Problem. Welche Seite sollen wir anlegen? Also die andere Seite dann? Die Seite auch, aber die Sonne kommt von da. Ja, ist egal, mach wie du denkst. Ich muss die bloß noch besser befendern. Pass auf vorne, Jürgen. Gehst du vorne in die Ecke? Nee, ich nicht. Durch die kleine Brücke haben wir hier einen Top-Platz. Im Sommer wird man den wahrscheinlich nicht kriegen. Und direkt gegenüber Restaurants. Wenn du nicht ordentlich anlegen kannst, dann haben die Leute viel zu lachen. Wir liegen im Passantenhafen und direkt hier um die Ecke sind die Toiletten und Duschen. Einmal Code eingeben, den man vom Hafenmeister kriegt. Hier muss man den Strom bezahlen auch und entsprechend einwerfen und dann seinen Platz klicken. Dann gucken wir mal rein. Sieht aus wie eine Jugendherberge. Das übliche 2 Duschen hier für die Herren. Schöne breite Abtrennung. Und einmal drücken, 5 Minuten, ist kostenlos im Preis drin. Für 18 € kann man nicht meckern. Nur mit dem Strom ist gewöhnungsbedürftig. Wenn du keinen mehr hast, dann musst du erstmal latschen. Der Strom ist hier besonders. Wir müssen da runterkriechen. Das ist für Rentner nicht ganz so einfach. Ich brauche vor allem beide Hände. Im Passantenhafen auf der Seite, wo wir liegen, ist Strom. Auf der anderen Seite hier nicht. Und die Brücke wird vom Brückenwärter, vom Hafenmeister auf Zuruf geöffnet, um hier reinzukommen. Eine sehr schöne Stadt. Mit vielen kleinen Gassen, viel zum Sitzen, viel zum Shoppen. Einmal essen von der Stange. Und hier erwarten noch ganz viele Gäste, ist noch einiges frei. Hier gibt es auch ein Käsemuseum am Käsemarkt. Wer im Turfhafen liegt, das ist nichts für, wenn man ruhig liegen möchte. Hier tobt der Bär heute Abend. Da drüben ist die Straße, an der Ecke singt einer. Der singt fleißig gegen die Musik hier an. Und hier das Lokal ist auch richtig gut besucht und entsprechend auch laut. Wir sind hier unter ständiger Beobachtung.
Im Turfmarkt direkt bei unserem Boot gehen wir heute nicht essen. Über die Qualität können wir also nichts sagen. Aber die volle Terrasse beweist ja, dass es hier gut sein muss. Der Italiener hier nebenan, der hat komplett noch zu. Ein toller Liegeplatz mit Abstrichen. Man darf nicht empfindlich gegen Lautstärke sein. Hier ist die Bierkade, nur was für Alkoholiker. Ein Stück weiter an der Bierkade entlang, da wo die Fähre auch kommt, da ist auch nochmal eine Brücke und da sind auch Liegeplätze. Da hätten wir also auch liegen können. Abends ist die Einkaufsstraße schon ziemlich leer, aber hinter der Kirche rechts gibt es noch jede Menge Lokale, wo man essen kann. Man muss die ganze Straße durch. Nach etwas längerer Suche hier einen schönen Platz gefunden, bisschen im Leben. Hier ist was los, De Koning. Ja. Die Möwe wollte gerade den Burger klauen hier unten. Das ist die, was ist das? Jospers Proverei. Für 3 Personen. Und Marina hat nur eine Vorspeise. Ja, dann lassen wir uns schmecken. Und jetzt ist gerade eine Band hier eingetroffen, die uns ein bisschen musikalisch aufheitern möchte. Ganz schön viel Action im Lokal, aber das Essen war gut und lecker. Und jetzt geht es zurück zum Boot. Gleich ein Fotomotiv. Kleine, schöne, grüne Straße. Ein kurzer Halt in Alkmaar geht zu Ende. Wir liegen hier sehr schön, aber doch sehr laut. Das geht heute Morgen schon los. Die Straße ist schon wieder voll im Betrieb. Im Restaurant wird schon wieder neu eingedeckt. Für einen Tag ist das mal hier in Ordnung, aber länger würde ich mir einen etwas ruhigeren Platz suchen. Weiter hinten, wir hatten mal im Video gezeigt, gibt es einen Platz, da liegt man deutlich ruhiger. Also hier würden wir nicht länger wie eine Nacht bleiben und deshalb geht es auch heute gleich weiter. Alkmaar ist ansonsten ein schönes Städtchen, hier kann man sehr gut shoppen. Und wer das möchte, ist natürlich hier gut aufgehoben. Es gibt auch ordentlich Restaurants. Wir waren jetzt in der Stadt essen, aber hätten genauso gut auch hier direkt essen können. Das wäre natürlich noch viel bequemer gewesen. Bis zum nächsten Video.